Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir schauen uns an die Veränderungen der nächsten 14 Tage. Ich schaue es mit dem großen Blatt fürs Kollektiv, für die Energien, die wir hier zur Verfügung haben. Und ich habe die Lennys von Sven Pohl, das ist das Seher Lennemore, mit dem haben wir die Möglichkeit, ein bisschen das hebräische Alphabet mit einzubeziehen. Und ich bin gespannt, was wir hier kriegen. Ihr dürft am Schluss noch eine kleine Botschaft auswählen für einen Impuls für eure nächsten 14 Tage. Bleibt also noch dran, wenn ihr mögt. So, die nächsten 14 Tage haben wir schon mal eine Zahl als Einstieg gekriegt. Wir haben nämlich die 1. Ja? Und da geht es um Anfang, Erneuerung, Aufwärtsstreben, ein Neubeginn auf irgendeine Art und Weise, ein Rückzug, der verlassen wird, eine trennende Situation, die beendet wird, eine Schwierigkeit, die sich auflöst. Wir haben sogar hier die Auflösung im Haus der 2 drin, also in 2 Tage, 2 Wochen. Und wir dürfen hier also mit schnellen Auflösungen rechnen. Wenn ihr hier irgendeine Belastung hattet mit einem Amt oder mit einer Behörde, kann man hier auch sehen im Kollektiv, dass sich da relativ zügig etwas auflöst oder etwas ergibt, ja, eine Belastung weggeht. Hier haben wir die Beziehungskarte im Haus des Schiffes drin. Also man ist so daran interessiert, voranzukommen, aus der Stagnation zu kommen, aus dem Mangel zu kommen, den Dingen eine andere Richtung zu geben, etwas Verbindliches nach vorne zu kriegen. Das Beziehungsleben stellt uns vielleicht ein bisschen auf die Probe. Hier habe ich so, dass man Trennungen überwinden kann, dass man Situationen, die im Beziehungsleben anstrengend, schwierig oder so, ja, auch eine große Belastung gezeigt haben, transformieren kann. Wir sehen hier beim Ring die Spiegelung mit den Wegen. Man kriegt hier also Chancen, Möglichkeiten. Man darf eine Entscheidung treffen, die das Beziehungsleben klärt, die auch aufklärend wirkt, die raus aus der Unklarheit bringt. Es geht so ein bisschen um die Transformation auch von Themen, die lange keine Wege aufgezeigt haben oder ja, wo man so ein bisschen aussichtslos war. Da, wo viel Energie verloren gegangen ist oder auch, ja, ihr wisst ja, wenn man lange an etwas rummacht, dann zehrt es auch aus oder man fühlt sich müde. Sehe ich hier, dass sich das so ein bisschen regeneriert, dass wir schnell viel Energie zur Verfügung haben. Ich habe hier auch schnelle Erfolge. Plötzlichkeit spielt hier eine große Rolle. Wir haben die Sense im Haus der Blumen, die hier sehr schnell etwas aufdeckt, eine Belastung wegnimmt oder auch ja, sehr schnell wieder Energie zurückbringt. Neubeginn, Möglichkeiten, Dinge, die stagniert haben, mit einer ganz guten Qualität und mit einem gewissen Erfolg hier neu auf die Beine zu stellen, Konflikte zu klären, die man mit dem Thema Neubeginn, Neuanfang sowieso hat. Hier an sich sieht man sehr viel Transformation um alle Beziehungen, Verträge. Es geht ein bisschen darum, in die Expansion zu gehen, weiterzukommen, gute Energie zu kriegen, an Dingen, die man lange gearbeitet hat auch. Ne? Wir haben hier den Anfang, die Erneuerung, des Aufwärtsstreben, eigentlich mal 2. Irgendwo auch belohnt zu werden für das, was man investiert hat. Ne? Also es ist so investiert an menschlicher Kraft.
Man ist sich hier seiner Wurzel sehr bewusst. Man hat hier so dieses Gefühl, ich mache mich jetzt mal auf den Weg, um langfristig eine Stabilität für mich herzustellen, um Mangel, ja, die mich an der Lebensenergie, Mangelgedanken, die mich an der Lebensenergie vorbeischrammen lassen, hier auf einen stabileren Weg zu bringen. Für viele geht es darum, dass sie auch mit ihren Wurzeln konfrontiert werden. Aber hier liegt auch hier so der klassische Neubeginn in der Liebe. Man geht wieder aufeinander zu, man findet andere Wege. Das Schicksal bringt Herausforderungen mit, indem es sehr schnell ist. Ja. Es kann ja auch so eine Situation sein, wo viel im Außen auf uns einwirkt, wo das Außen uns auch etwas wegnimmt, um dass wir wieder auf den Weg kommen. Und wir kriegen überall da die Dinge gewendet, wo es ein schweres Päckchen gab. Ich sehe die Konfrontation mit Verlustthemen. Und wir haben eine schöne Doppeldeutung, denn wir haben hier im Haus der Sterne das Kreuz drin und hier in der Korrespondenz die Sterne. Das heißt, die Veränderungen, die hier entstehen, die Sterne haben im hebräischen Alphabet die Zahl 7. Ne? Da ist Magie, Glück, da sind Visionen, da kommen Veränderungen sehr schnell, die sich unter einen guten Stern stellen. Wir haben die Blume noch dabei, Veränderungen wie ein Geschenk. Kreative Energie, sehr viel da, wo man so ausgelutscht war oder müde. Auch körperlich. Ja, wenn wir nur uns nicht selber immer im Weg stehen würden. Wir sind hier ein bisschen so strukturiert, dass wir sehr viel überlegen. Hier bahnt sich was Neues an, eine neue Phase, etwas beginnt. Man hat plötzliche Umschwünge, man hat mehr Lebensenergie. Und jetzt, was machen wir damit? Ne? Auf welchen Weg bringen wir diese Energie? Wo blockieren wir uns selber aus? Das ist eigentlich der größte Hinweis in diesem Blatt, dass wir uns selber nicht blockieren. Denn es geht um uns. Ne? Wir liegen im Herz des Kartenblattes drin. Um unsere Zweifel, um unsere Unschlüssigkeiten, um unsere Konflikte. Wir lösen hier ja trennende Situationen auf oder werden auch mit Situationen konfrontiert, die schon Verluste gebracht haben im menschlichen Bereich oder wo man auch enttäuscht war oder wo sich ich sage mal, eine Sache, wo du sehr viel in jemanden gegeben hast, nicht gut aufgelöst hat. Und hier liegt die Überwindung von diesem Gedanken. Und zugleich darf man sich dann natürlich auch fragen, was mache ich denn jetzt? Ne? Wie gehe ich zukünftig damit um in meinem Leben langfristige Ergebnisse zu erzielen? Da, wo man keine Lösung gesehen hat, ist die hier sehr gut verfügbar. Ne? Wir haben hier im Haus der Unklarheiten die Wege. Wir haben hier im Haus der Mäuse die Unklarheiten drin. Hier ist so eine klare Sicht auf alles. Hier kann man nicht mehr sagen, na, ich mache jetzt mal den ersten Schritt nicht, weil ich sehe den Weg nicht. Das ist nicht der Fall. Aber man überlegt sehr viel, wo man diese Energie denn oder wie man sie zukünftig einsetzt, um langfristig gute Energie zu haben für sich selber. Wenn wir hier den Energieverlust haben und woanders sehr viel Energie reingegeben haben und jetzt mit leeren Händen dastehen, ich glaube, das ist so dieses Konstrukt, das sich hier zeigt. Okay, hier zeigen sich Dinge, die haben mit dem Thema Abhängigkeit und Unabhängigkeit zu tun, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Einerseits hat man hier die Möglichkeit,
trennende Elemente wegzulassen. Wir können loslaufen, wir haben die Energie zur Verfügung. Andererseits denken wir über Hindernisse nach und verpassen vielleicht die Gelegenheit zum Loslaufen. Ich sehe hier unten sehr viel Bewegung, sehr viel Kommunikation, dann aber auch wieder die Verneinung. Das heißt, wir können auch ein bisschen so hadern in dieser Zeit, ob der Weg für uns der richtige ist oder ob das Außen unsere Wege so toleriert. Wir haben das Thema Geld mit dabei, ne? Familiäre Verpflichtungen, Finanzen, finanzielle Entscheidungen auch. Unterwegs sein, Richtungen, die sich ändern, weil die Emotion eine andere ist, ne? Die Veränderungen liegen hier im Haus der Sonne drin. Sie sind auf der emotionalen Ebene zu sehen, auf der familiären Ebene, auf allem, was man gearbeitet hat, was man sich erarbeitet hat. Die Berufung wird hinterfragt. Also das ist schon so ein bisschen ein Prozess, wo man alle Erfahrungen in die Neubeginne legt und dann, das könnte nämlich auch der Hindernisgrund sein, versucht irgendwie einen Fehler nicht zweimal zu machen. Also diesen Neubeginn einfach auch sinnvoll zu nutzen, könnte man es nennen. Ja, man versucht emotionale Blockaden zu lösen, so unabhängig wie möglich zu sein und sich dabei noch sicher zu fühlen. Man lernt eine große Lektion. Ich habe hier, steht dir nicht selbst im Weg. Das könnte so dieses, vor lauter, ich könnte den gleichen Fehler zweimal machen, stelle ich mich jetzt hier hin und überlege und mache und tue und vergesse ganz, mich nach vorne zu bewegen. Das könnte die Lektion so ein bisschen sein. Hier in der Korrespondenz dient alles eigentlich der Überwindung von Hindernissen, die die Seele so hat, die die Psyche so mitbringt. Hausgemachte Probleme auch, denn das wäre so beispielsweise, wie wenn ich dir eine Mahlzeit hinstelle und ich sage, du hast 5 Minuten Zeit, sie zu essen und du überlegst so lange, dass dir die Zeit abläuft und ich ziehe dir das dann wieder weg. Also diese Chance nicht erkennen, einen Konflikt zu überwinden auf längere Zeit. Die Berufsqualität liegt ja auch sehr im Außen mit dabei. Ich habe den Vitalitätsgedanken auch mit dabei. Was kann ich langfristig auf gute Beine stellen, ohne dass ich mich übernehme? Hier geht es darum, die Berufung zu hinterfragen, beruflich was zu klären. Die Berufskarte steht hier unter den Veränderungen des guten Sterns, hier mit Veränderungen, die die Sonne mitbringt. Hier mit Nachrichten. Hier hat man auch irgendwie so einen Konflikt mit der Unabhängigkeit oder Selbstständigkeit, ne? Was machst du damit? Du bist plötzlich unabhängig und könntest losrennen und jetzt, ne? Ja, sehr speziell, aber doch auch irgendwie treffend, ne? Was macht man mit der Freiheit, wenn sie plötzlich da ist? Kommunikation, die Veränderung bringt. Freunde, die dir Geschenke mitbringen, die Beziehung zu Freunden wird hier hinterfragt. Hier liegt auch Kommunikation, über die Lösung gefunden werden kann. Und man darf auch ein bisschen dran üben zu kommunizieren, ne? Aus dem Herzen rauszusprechen ist nicht immer leicht. Ich hatte es erst vor kurzem mit einer Freundin, hat mich gefragt, wie es mir geht und ich habe mich fast nicht getraut zu sagen, dass ich eigentlich voll wütend bin. Und dann meinte sie, viele Grüße an meine Namensvetterin, die heißt wie ich, Alex. Wieso? Wut hat doch einen Grund, es kommt doch irgendwo her.
Und genauso ist es auch, ne? Manchmal ist es eben so, dass einem so kleine Sätze auch schon wieder dieses Schuldgedöns wegnehmen. Also gute Chancen hier beruflich was zu klären, zu verändern. Die Finanzen sehe ich hier so mit Hindernissen oder finanzielle Blockaden können hier gelöst werden. Aber sie liegt hier in den nächsten 14 Tagen eher so mit Auflösungscharakter, dass man sich Berge aus dem Weg räumt. Guckt mal, brauche ich eigentlich fast gar nichts mehr dazu sagen. Wir haben hier den Phönix. Das sind die nächsten 14 Tage die Verwandlungsenergien. Die sind enorm hoch. Und gerade wenn man das große Blatt so hört, das kann nur sein, dass man da sein altes Ego fallen lässt, ne? Die Karte sagt, dass das Leben sich verändern wird. Der Lebensbaum liegt hier im Haus der Neubeginne drin, ne? Vielleicht geschieht hier etwas auf eine unerwartete Art und Weise. Übergangssituationen entstehen, wo man sich dann halt manchmal auch ausgebremst fühlt. Und der Phönix verwandelt sich im Feuer, er lässt sein ganzes müdes Ego selbst alles zurück und möchte wiedergeboren werden mit Wildheit und Leidenschaft. Hier verändert sich etwas. Etwas nimmt seinen Lauf, von dem man gedacht hatte, dass es immer so bleiben würde. Also das sind existenzielle Sachen im Leben. Und das heißt jetzt nicht, dass sich etwas so wie Werden, Sein und Vergehen anfühlt, sondern dass nur etwas in einer neuen Frische erstrahlt. Dass Gegebenheiten, die fad, öde, egal was, erschienen sind, sich eben jetzt verwandeln können in etwas mehr Glanz. Ja? Hier sind Erwartungshaltungen ganz fehl am Platze, deshalb wir liegen im Haus der Blockade. Ne? Wir haben die Angst, irgendeinen Fehler zu machen oder etwas nochmal so geschehen zu lassen. Und der Anfang hier, der ist eigentlich wunderbar. Man steigt neu auf, man tritt in einen neuen Lebensabschnitt hinein. Deshalb ist hier auch so viel Möglichkeit, sich zu klären, denn in manchen Bereichen des Lebens sind da noch Nebel. Und zur Wiedergeburt gehört eben auch dieser Nebel, der dann geklärt wird. Und die Karte sagt uns, halte mal durch, es wird alles gut. Super, dann lassen wir das so stehen. Ihr dürft euch gleich noch eine Karte wählen für eure Verwandlung. Ich nehme das mal weg. Dann brauche ich heute keine 2 Teile machen. Und ich nehme diese hier. Jetzt fängt draußen an zu regnen. Der Regen klopft hier auf meine Dachfenster. Wir nehmen eine OTC-Karte. Und wir nehmen einen Engel. Die habe ich schon eine Weile nicht mehr gehabt. So. Sucht euch eine Seite aus. Ich nehme diese hier heute ganz flott. Ja, ich weiß nicht, diese Karte kommt ja auch öfters in letzter Zeit, ne?
Hier fühlt sich irgendwas unfair an. Hier wird gesagt, dass das Gesetz nicht unbedingt gerecht ist und dass irgendwo etwas mit anderen Regeln geht, die wir gar nicht so für richtig halten. Also es heißt nicht unbedingt, weil man Recht hat, bekommt man Recht. Und die Situation dient uns hier, um resilienter zu werden. Wir machen hier Erfahrungen, die uns stärker machen. Wir nehmen eine andere, frischere Perspektive ein, auch wenn man das mal so erkennt. Recht haben heißt nicht unbedingt Recht zu kriegen. Überdenke deine Situation, das passt sehr gut, denn wir haben uns ja im Haus der Hindernisse mit vielen Gedanken. Wir haben hier den Kälteschock. Hier ist man irgendwo enttäuscht, irgendwo fehlt es einem, etwas ist kalt. Manche Emotionen können hier auch berechnend sein. Man trifft irgendwo auf Widerstände. Man führt einen Überlebenskampf, man hat vielleicht irgendwo eine Krise und man hat vielleicht allen Luxus, aber man fühlt die Liebe nicht. Hier kann das schon sein, ne? Enttäuschung in einer Angelegenheit, dass man eben damit gerechnet hat, dass sich was für einen auszahlt und jetzt ist man so in der Situation, wo man bemerkt, ich habe fehlinvestiert. Und wir haben den Engel des Lichts. Lass dich vom Licht der Sonne inspirieren, sie schenkt dir Kraft und Energie. Bitte deinen Engel, dich mit mehr Licht zu erfüllen, damit du das Strahlen verbreiten und die Wärme mit anderen teilen kannst. Lass dein inneres Licht immer intensiver werden, so wirst du auch deine Ziele klar erkennen können. Die Botschaft deines Engels, bist du im Licht, wird dir die engelshafte Erleuchtung gewiss sein. Also, vor lauter Denken kommt hier dann doch die Erleuchtung und das Ganze dient unserer Resilienz. Die nächsten 14 Tage für euch. Wir können das gestern nicht zurückholen, wir sollen im Hier und Jetzt leben und etwas kann sich über Nacht sehr plötzlich verändern. Plötzlichkeit, schnelle Wechsel, ja, und schon zählt es gestern nicht mehr, weil wir im Heute sind. Wir haben, gib die Hoffnung nicht auf. Wir haben eine Zufallsbegegnung. Vielleicht auch irgendwo eine Situation, wo man eine Sozialphobie überwinden kann, wo man sich einen neuen Freundeskreis aufbaut, wo man unter Leute geht, wo man vielleicht auch ein Tier hat. Madame Plaisir hat hier ein Hündchen. Sie entspricht auch jetzt nicht so dem Bild, das die Gesellschaft hat und sie traut sich trotzdem raus. Sie geht unter die Leute, sie zeigt sich, ne? Und wir haben den Engel der Neugier bei euch. Neugier weckt dein Interesse an deiner Umwelt und fordert dich heraus, Dinge auch mal mit anderen Augen zu sehen. Dein Engel unterstützt dich dabei, offen zu sein und Neues zu entdecken. Die Botschaft deines Engels, lass dich immer wieder vom Leben und deinen Mitmenschen überraschen. Also hier hat man vielleicht auch mal durchaus eine gute Begegnung, weil man sich zeigt, wie man ist, ne? Ihr Lieben, ich wünsche euch wunderbare Veränderungen, Phönix-Energien für die nächsten 14 Tage. Ich drücke euch und bis bald.